Sie ist immer noch bewusstlos. Aber sie muss nicht mehr frieren. Das heißt im Klartext ein Problem weniger. Lass sie doch in Ruhe ihre Bewusstlosigkeit genießen. Ich habe nur nachgeschaut, ob alles in Ordnung ist. Und dabei ist mir völlig entfallen, dass ein Fachmann, quasi der Spezialist der Spezialisten über sie wacht. Mann, wenn du ein Problem hast, dann spring doch vom Dach. Wie lange willst du auf der Nummer mit dem Puls noch rumreiten? Das geht mir total auf den Schwimmer. Ich meine, jeder kann spielen, was er will. Ich persönlich schicke gern hier mal zum Feierabend ein paar Kugeln ins Rennen. Ich kenne Leute, denen es eh nicht mehr zu helfen. Im Normalfall ist aber so eine Box wie diese dafür gedacht. Jetzt gäbe es bestimmt eine Menge Leute, die behaupten würden, das Handtuch steht vor Dreck. Ich sag, es liegt. Soweit ich mir das merken konnte, hatte Brian erwähnt, dass die Flaschen alle sind, also quasi leer. Na, soweit ich das erkennen kann, ist hier Elektronikkram drin, Tastaturen und so. Der Fahrstuhl ist zum Glück schon lange außer Betrieb. Den würde ich nur betreten, wenn ich mit mir und der Umwelt fertig bin. Wer ist eigentlich auf den Namen Satellitenschüssel gekommen? Ja, Satelliten ist ja klar, aber Schüssel? Jeder kotzt sein Programm hier rein und unser eins muss es auslöffeln. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Sicherungskasten für die Leuchtreklame ist. Das hat auch schon seine Zukunft hinter sich.
Der Tahiti-Palmwedel müsste auch mal wieder geflutet werden. Was erzähle ich denn hier wieder? Das Ding war doch aus Plastik. Diese Ungewissheit macht einen wahnsinnig. Geht's dir nicht auch so? Das muss man sich mal reinziehen. Die ganze Stadt ist leer. Und was ist da draußen eigentlich für ein beschissenes Wetter? Das blitzt und kracht in einer Tour. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, wir stecken mächtig in der Scheiße. Ich begreife das alles nicht. Ich weiß. Was heißt dir, ich weiß? Danke für deine Anteilnahme. Ich habe ein verdammt ungutes Gefühl. Was hältst du davon, dein Body vor die Tür zu schieben und die Lage mal zu peilen? Mir zuliebe. Na klar, kann ich peilen gehen, aber eigentlich wollte ich, wenn du nichts dagegen hast, Brians Analysen abwarten. Nimm's mir nicht übel, aber nach der Krach-Bumm-Einlage bin ich von Brians Fähigkeiten vorerst geheilt. Ich gehe davon aus. Der trifft zurzeit nicht mal den Boden, wenn er aus dem Bett fällt. Ich meine, du kannst ausgehen, von was du willst. Apropos ausgehen. Was hältst du davon, wenn ich jetzt weiter auf die Frau aufpasse und du... Das geht schlecht. Was? Das geht schlecht. Du weißt doch, ich bring gern erst das zu Ende, was ich angefangen habe. Schließlich habe ich die Verantwortung übernommen. So ganz ohne Eigennutz, mit vollem Risiko. Dieser kann ich mich jetzt doch nicht einfach entziehen. Das soll jetzt nicht falsch ankommen, aber manchmal quatschst du ganz schön Mist, Max. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Also werde ich mich in die Spur machen. Rydick, warte mal kurz. Was soll ich ihr eigentlich sagen, wenn sie wach wird? Die hält mich doch für einen durchgeknallten Wasserkopfträger, wenn ich ihr die Wahrheit erzähle. Das kann ich nicht bringen. Außerdem habe ich ein Image zu verlieren. Verstehst du? Ich glaube, mich zu erinnern, vor einer Minute was gehört zu haben wie, mit vollem Risiko und so. Ehrlich? Junge, wie die Zeit vergeht. Tja, mein alter Herr hat es in solchen Fällen vorgezogen, das Problem mit einem guten Tropfen zu behandeln. Denk aber daran, sie ist bewusstlos, also mach sie nicht betrunken. Es könnte gut sein, dass sie sonst die Kontrolle verliert. Meinst du damit, sie verliert nur ihre Hemmungen oder pinkelt sie gleich auf den Fußboden? Max, ich schlage vor, du solltest von dem, was du nimmst, dringend weniger nehmen. Ich nehme nichts. Vielleicht ist es ja genau das. Was machen deine Analysen? Das ist schwer zu beantworten. Das Schlimmste ist, dass hier einiges zu Bruch gegangen ist. Ich komme einfach an die meisten Daten nicht mehr ran. Irreparabel. Na wunderbar. Das fehlt uns jetzt noch. Ich zähle auf dich, Brian. Sieh zu, dass du irgendwas rausfindest. Max passt weiter auf unseren Gast auf und ich werde mich mal draußen umschauen. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Hinweis. Irgendwas, was uns weiterhilft. Ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass hier keiner mehr sein soll. Menschenleeres New York. Das geht eigentlich gar nicht. Okay, Rydick. So machen wir's. Ach, das halte ich nicht aus. Jetzt hat das Codeschloss den Geist aufgegeben. Im Klartext, man kommt aus dem eigenen Gebäude nicht mehr raus. Langsam entwickelt sich das hier zu einer Irrenanstalt. Der Unterschied ist nur noch die Telefonnummer. Wieso um alles auf der Welt haben wir eigentlich innen auch ein Codeschloss? Das gehört doch eigentlich nur außen dran. Ach, Brian mit seinen NASA-Sicherheitsanwandlungen. Die Türklinke hätt's doch auch getan. Aber nein, wir machen ja einen auf Alcatraz. In Fachkreisen wird das die Gehäuseschraube genannt. Wenn es hier was zu schrauben gibt, wird Brian es zuerst wissen und ich denke mal, dann erfahre ich es auch.
Hast du einen Tipp, wie ich Fort Knox verlassen kann, ohne vom Dach zu springen? Dein NASA-Code-Schloss hat den Geist aufgegeben. Erstens ist es dunkel und wenn man versucht, den Code einzugeben, funktioniert's nicht. Weißt du, was ich meine? Dann wird es wohl kaputt sein. Das ist schwer anzunehmen. Und wenn es kaputt ist, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz. Habe ich recht? Manchmal ist so eine Unterhaltung mit dir, tja, wie soll ich sagen, als ob ein Marsmensch sich mit einem Pilz unterhält. Kannst du mir nicht noch mehr über das Code-Schloss verraten, außer dass es kaputt ist? Das ist nicht weiter schlimm. Da hat's wieder mal die Tastatur geerdet. Das passiert andauernd. Nie wieder lasse ich mich auf Sonderangebote ein. Ich wollte es eigentlich schon längst ausgetauscht haben gegen einen Iris-Scanner. Das Neueste vom Neuen mit biokinetischer... Brian, die NASA, Houston zusammen mit dem Pentagon sind ein Scheißdreck gegen das hier. Sieh dich doch mal um. Meinst du nicht, ein gutes Sicherheitsschloss tut's auch? Mit Schlüssel und so? Was ist denn jetzt mit dieser Tastatur? Hast du noch eine? Wenn ja, wo? Lass mich mal überlegen. Irgendwo sind hier welche. Ich weiß aber nicht, ob die passen. Musst du halt ein bisschen rumprobieren. Ich? Ist nicht wahr. Doch, doch. Ist nicht weiter schwer. Ich muss mich hier auf meine Arbeit konzentrieren. Deshalb wäre es schön, wenn du mir das abnehmen könntest. Danke, Rydick. Ich habe doch noch gar nicht Ja gesagt. Ich wusste, dass du mir hilfst. Na wunderbar. Na bitte, Tastaturen, wer sagt's denn? Treffer. Mann, da gucke ich rein wie das Schwein ins Uhrwerk. Brian, wie um alles auf der Welt wechselt man eigentlich eine Tastatur? Du brauchst eigentlich nur das Flachbandkabel abziehen, Tastatur ausbauen, neue Tastatur einbauen, Flachbandkabel auf Platine stecken, Codeschloss schließen und fertig. Okay, auf deine Verantwortung. Wolltest du nur noch mal gesagt haben. Brian nennt die Dinger immer liebevoll Potties. Simpel ausgedrückt, es ist ein Drehwiderstand. Genau. Vielleicht passt das Tastenfeld. Die Tastatur passt nicht. Na wunderbar. Dann brauche ich jetzt erstmal eine Tastatur. Und zwar eine, die passt. Bei meinem Glück muss ich wahrscheinlich irgendwo eine ausbauen. Genau. Vielleicht passt das Tastenfeld. Also muss ich es ausbauen. Ich hoffe nur, dass das Tastenfeld wirklich auch passt. Ich hoffe nur, dass das Tastenfeld wirklich auch passt. Ach, das halte ich nicht aus. Es funktioniert nicht, Brian.
Jetzt bin ich aber langsam sauer. Es funktioniert nicht, Brian. Ups, hier ist eine Feinsicherung. Zur Sicherheit. Der Code war 7429. Probier es einfach normal. Ja, aber ohne das Obst, hoffe ich. Eine Feinsicherung hat im Prinzip die Funktion wie eine normale Sicherung. Okay, ich tausche aus, aber vorsichtig, damit ich sie nicht zerbreche. Es funktioniert nicht, Brian. Was wird denn das hier? Angstfreies Basteln für Anfänger? Es funktioniert nicht, weißt du, was ich meine? Es leuchtet zwar, aber der Code bewirkt nichts. Das kann eigentlich nicht sein. Ach so, stimmt ja, wir haben die Tastatur gewechselt. Damit diese vom System akzeptiert wird, brauchen wir den Werkscode. Der war auf dem Laptop. Brian, der Laptop liegt in seine Einzelteile aufgelöst im Loft verstreut. Bitte sag mir, dass du eben nicht von diesem gesprochen hast. Doch, genau den meine ich, tut mir leid. Du musst doch noch einen Bruder haben, so blöd kann doch nicht einer alleine sein. Du wirst dir den Code doch bestimmt noch irgendwo hingeschrieben haben. Negativ. Aber es sollte eine Broschüre zu dem Codeschloss existieren. Dort steht der Mastercode drin. Leider habe ich die Anleitung schon ewig nicht mehr gesehen und ich habe auch nicht im Entferntesten eine Ahnung, wo die sein könnte. Brian, manchmal machst du einen wahnsinnig. Machst du das eigentlich mit Absicht? Am Ende war die Tastatur gar nicht kaputt. Vielleicht war es nur die Sicherung und der ganze Tanz hier wegen einer lausigen Feinsicherung. Also brauche ich jetzt ein Wunder Gottes oder den Mastercode. Habe ich recht? Alles, was man für einen gepflegten Bastelzirkel im Kreise der Familie braucht. Draht, Unterlegscheiben, Muttern, Schrauben und vieles mehr. Oh, das war's. Wir sitzen sowas von fest. Was macht Brian eigentlich, wenn er nicht im Loft herumtuckt? Der hat doch allen Ernstes den Mastercode, du weißt doch, von was ich rede, auf dem Laptop gespeichert. Jetzt können wir die kleinen possierlichen Schaltkreise, die im ganzen Loft verteilt sind, die einstmals solidarischer Bestandteil des Laptops waren, persönlich befragen. Ist nicht wahr. Doch, warte ab, es wird noch besser. Die im zarten Weiß gehaltene, mit schwarzer Schrift bedruckte Broschüre hat er verlegt und zum Erstaunen aller findet er sie nicht mehr wieder. Mann, ich sollte mir einen Job suchen, wo man das nicht so mit dem Kopf kriegt. Zum Beispiel als Zuchtbulle in einem künstlichen Befruchtungslabor. Probier es doch mal mit den handelsüblichen Mastercodes. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Was ist denn jetzt los? Keine Panik. Nichts Weltbewegendes. Durch meinen Handyverschleiß sind mir die Codes öfter mal über den Weg gelaufen. Der eine lautet 1, 2, 3, 4. Und wenn der nicht klappen sollte, dann 4 mal die 1. Wobei die Reihenfolge hier keine Rolle spielt. Wow, nicht schlecht. Ich bin schon unterwegs, um es auszuprobieren.
bist gut, Max. Nicht nur gut. Ey, Mann, ich bin der Beste. Und der bescheidenste. Da hatten wir nochmal Glück gehabt. Mick's Mastercode hat funktioniert. Alcatraz ist wieder geöffnet. Und bitte versprich mir, dass du niemals mehr so wichtige Dinge wie Codes, Passwörter und so weiter auf so einer Truhe wie einem Laptop speicherst. Gute Arbeit, Rydick.